wenn du einen anderen Beruf haben könntest, welchen würdest du gerne machen? Also sorry, was ist denn hier schief gelaufen? Ich muss kurz in mich gehen. Leute, einfach mal Surprise, jetzt wird gebacken. Ich habe mein Lieblings-Franzbrötchen Rezept rausgeholt und jetzt werden Franzbrötchen gebacken. Let's go! Kurz, was ihr überhaupt alles braucht für die Franzbrötchen. Das ist super einfach. Milch, Zucker, Mehl, Zimt, Backpulver und Vanillezucker. Und falls ihr euch fragt, was das hier ist, das sind Glückskekse, weil ich liebe Glückskekse und ich glaube auch an Glückskekse. Aber wir haben uns was Besonderes überlegt, nämlich ich habe euch gefragt, was euch interessiert und diese Fragen hat mein Team hier rein gebacken. Die sind sogar selbst gebacken. Wie süß, oder? Und da werde ich zwischendurch einfach mal ein paar Fragen beantworten, falls es jemand interessiert. Vielleicht werde ich einige auch nicht beantworten. Let's see. Erster Step, Backofen vorheizen und ein Backblech mit Backpapier belegen. Ich werde, by the way, das komplette Rezept auch nochmal unten reinpacken, damit ihr das auch in Ruhe nachbacken könnt. Aber jetzt werden wir erstmal 125 Gramm Mehl. Zack. Wir sind da sehr genau. 125 Gramm, das passt. Dann einen halben Teelöffel Zucker. So, das Pi mal dicken Daumen. Das ist nicht mein geheimes Rezept. Kommt jetzt noch so ein kleiner Schuss. Ach komm. Vanillezucker und natürlich Backpulver. 2 Teelöffel. Statt 2 Teelöffel machen wir 1 Esslöffel, so ungefähr so. Auf jeden Fall ist mir heute auf dem Weg hierher was Doofes passiert. Und zwar habe ich Butter gekauft und es war ein bisschen warm heute. Das ist dann passiert, aber ja, das wird schon trotzdem klappen. Das geht schon, oder? Kann Butter so schnell schlecht werden? Nee, ne? Gut. Jetzt wird auch mal hier eine Frage beantwortet. Oh, das klappt gut. Kennt ihr den Knack bei den Glückskeksen? Wenn du ein Objekt wärst, welches Objekt wärst du dann? Ich glaube, da gibt es gar keine Frage, nämlich ein Flummi. Weil ich bin so ein Flummi einfach die ganze Zeit. Ich bin immer aktiv, ich habe immer zu viel Energie und meine Freunde sagen immer so, alter Caro, wo ist der Off-Button? Also ein Flummi. Zweites Objekt. Ich muss kurz in mich gehen. Der Gerät. Der Gerät wird nicht müde. Der Gerät geht nicht aus. Der Gerät ist vor dem Chef im Geschäft. Also alles. Ich bin der Gerät und ein Flummi. So, die Frage ist damit beantwortet, oder? So, jetzt geht's weiter. 30 Gramm Butter. Zack. Ja, das passt. Ich habe meine Hände übrigens vorher gewaschen. Und 100 Milliliter Milch. Pi mal dicken Daumen. Ja, passt. Dann probieren wir das doch jetzt einfach mal, oder? Eindeutig zu viel Milch dazu gegeben, sehe ich gerade. Wir müssen ein bisschen improvisieren. Wir machen jetzt ein bisschen mehr Mehl noch dazu. Und dann nehmen wir auch noch ein bisschen mehr Butter. Weil mit Butter schmeckt alles, sagt meine Mutter immer. Und das ist auch so. Und deswegen eigentlich ist ohne Butter backen und kochen eigentlich die Kunst. Wenn es schmeckt, sogar ohne Butter, dann hat man alles richtig gemacht. Also sorry, was ist denn hier schief gelaufen? Oh, funny Story. Ich habe als Kind Butter gegessen. Ich mochte Butter so gerne und habe einfach Butter so gegessen. Und weil es muss ja auch weiterhin süß bleiben. Oh, jetzt wird's. Es wird. Oh Mann, ich habe Backen vermisst. Ich lieb's. Das ist übrigens gutes Armworkout. Das werde ich auf Dauerpower hochladen. Das ist nicht klebrig. Nein. Okay, wir brauchen mehr Mehl. Läuft. Und ich noch so, das geht ganz schnell. Guck mal, jetzt läuft's. Es läuft, Freunde. Ein weiterer Keks. Lieber langsame Geher oder langsame Redner? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, liebe langsame Geher. Weil man muss sich halt darauf dann einstellen, dass man langsam geht, aber dann weiß ich, okay, jetzt gehe ich mal langsam. Weil mit meiner Oma muss ich halt einfach echt langsam gehen, aber das ist dann nicht schlimm, weil ich weiß, dass es nicht anders geht. Und langsame Redner, wenn die nicht, obwohl eigentlich nicht langsame Redner, wenn die nicht zum Punkt kommen. Noch schlimmer sind solche Leute wie ich, die einfach so viel reden und nicht zum Punkt kommen. Das ist das Schlimmste, die schnell reden und aber nicht zum Punkt kommen. Guck mal, wie das läuft. Jetzt haben wir auf etwas Mehl den Teig ausgerollt. Und jetzt müssen wir natürlich die Füllung machen. 4 Gramm Zucker, die gute Butter,
Butter ist so lecker. Ein Esslöffel, wow. Aber sind ja auch Franzbrötchen. Ich glaube, das passt. So, jetzt bestreichen wir nämlich den Teig mit der Zucker-Zimt-Buttermasse. Alles, was der Körper nicht braucht. Alles mit den Händen. Sieht das professionell aus? Ich glaube nicht. Ne? Der Mix macht's. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel Zucker. Achtung. Oh, guck mal. Spontane Abenteuer oder geplante Reise? Ich sag's mal so, ich bin immer gern spontan. Ja, also Abenteuer. Ich bin immer bereit. Wenn mich jetzt jemand fragen würde, hey, würdest du das und das jetzt machen, würde ich sagen, warum nicht? Ich glaube, deswegen passt der Job auch so zu mir, weil es wirklich oft so spontan ist. Aber ich finde das so spannend. Also es ist immer eine spannende Reise um die Ecke und das liebe ich. So, und jetzt wird es hier eingerollt. Von der länglichen Seite. Moment, das heißt hier, ne? Ja, wir rollen das jetzt ein. Seid ihr bereit? So, jetzt haben wir es eingerollt. Jetzt werden wir es einfach nur noch aufs Backblech packen. Die Schnecken, die Zimtschnecken, sind tatsächlich auch nur 12 bis 15 Minuten im Backofen. Das heißt, es geht schnell. Machen wir 4 schöne kleine Franzbrötchen. Ich glaube, die kommen so eher rauf aufs Backblech, oder? Ich glaube, die sind ein bisschen zu groß, ne? Egal. Wir machen einen Mini in die Mitte. So, und jetzt 12 bis 15 Minuten in den Backofen. So Leute, jetzt wird nochmal ein Cookie hier geöffnet. Wenn du einen anderen Beruf haben könntest, welchen würdest du gerne machen? Ich glaube, ich wäre gern Architektin. Oder wenn ich danach gehen würde, was ich damals in ein Freundebuch geschrieben habe, Tierärztin. Komm, einer geht noch. Bei welchem Song singst du unter der Dusche? Bad Day. Kennt ihr den noch, den Song? 'Cause I had a bad day. Oder welchen noch? Umbrella. Okay, einen noch. Einer geht noch, oder? Was ist das beste Geschenk, das du je erhalten hast? Ich würde jetzt am liebsten sagen, ein Hund, aber den habe ich nie erhalten. Ich habe ein Kaninchen bekommen, als ich 8 war. Streuselkuchen. Streuselkuchen, weil ich habe schon immer gern Süßkram gemocht. Und der ist 10 geworden. Schlappohrhäschen. Das ist das beste Geschenk. Ich habe mich so gefreut. So, und jetzt, Leute, jetzt ist aber auch Zeit, dass hier die Franzbrötchen mal rauskommen. Seid ihr bereit? Nicht schlecht, oder? Dann machen wir es auf hier. Schaut euch das an. Ich finde es sehr gut. Wir haben mal überlegt, wie wenig da drin ist. Das ist ohne Eier. Statt Butter könnte man theoretisch auch Margarine nehmen. Leute, sehr gut. Sehr gut. Eigenlob stinkt, aber geil. Darauf jetzt noch so eine Vanille-Eiskugel. So, und jetzt passt es auch mal, würde ich sagen. Kommentiert gerne, was ich als nächstes backen soll. Und jetzt würde ich sagen, esse ich noch das Franzbrötchen. Go!